Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Hallo und Anna und heute wollen wir mit euch darüber reden, wie man einen Korean Boyfriend findet oder Girlfriend, je nachdem, ob ihr Mann oder Frau seid. Ja, ein sehr schwieriges Thema, würde ich sagen, weil man muss ja dabei immer unterscheiden. Ne? Es gibt ja Leute, die haben so einen Asien-Fetisch irgendwie, ne? Oder so einen Fetisch an sich für Koreaner. Und die haben vielleicht zu viel K-Dramas angeschaut. genau, und denken, dass da alles so ist wie im K-Drama und denken auch, dass alle so aussehen wie K-Pop-Idols oder so. Und ich sag euch direkt, falls ihr solche Leute seid, Koreaner mögen das nicht. Natürlich mögen die das nicht, weil das ist ja immer verbunden mit so Stereotypen. Und man hört halt oft zum Beispiel von Männern, die so einen Asien-Fetisch haben, die dann sowas sagen wie, ja, ich möchte eine asiatische Frau, weil die macht alles für mich und die sagt niemals nein und die ist so unterwürfig und die steht den ganzen Tag in der Küche und kocht für mich. Ja, das ist schrecklich natürlich, sowas zu sagen und das entspricht ja auch einfach nicht der Realität. Ja, und Anja war auch schon in Korea, deswegen kann sie auch sofort sagen, ob alle Koreaner so aussehen wie die K-Pop und K-Drama. Wir können keine Geschichten von uns selbst erzählen, ja. Aber wir kennen ein paar Leute, die schon was in dieser Sphäre zu tun hatten. Obwohl ich war dieses Mädchen, die wegen koreanischer Drama unbedingt einen koreanischen Boyfriend wollte. Irgendwann hast du realisiert, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht. Es ist nicht normal. Genau, also ein paar Tipps, die wir euch geben können und halt auch von Bekannten und Freunden, die halt diese Erfahrungen schon gemacht haben. Viele, die halt hier in Deutschland leben, versuchen Koreaner in Korea über so Dating-Apps kennenzulernen. Ja. Dazu muss man sagen, Koreaner sind ja auch nicht dumm. Die wissen, dass jetzt dieser ganze Trend mit K-Pop und K-Drama und die nutzen das aus. Also die sagen euch vielleicht, wie toll alles ist. Für die ist das auch nur so ein Fetisch. Die wollen halt so ein exotisches, weißes Mädchen einfach haben, damit die das auf ihrer Liste abstreichen können. Ja, und damit die darüber auch mit dem anderen diskutieren könnten. Wisst ihr, also schreibt mir das mal in die Kommentare, wisst ihr, wie Männer, die so einen Fetisch haben, uns europäische Frauen nennen? Ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit, uns das in die Kommentare zu schreiben. Es ist nämlich White Horse. Ja. Es ist schrecklich. Das erste Mal, dass ich das gehört habe, ich war so geschockt wirklich von der Name, die solche Mädels genannt werden. Also um euch den Begriff zu erklären, das heißt übersetzt weißes Pferd und die sagen dann sowas wie, bist du schon mal ein weißes Pferd geritten? Schlimm. Also, ihr könnt euch vorstellen, was die damit meinen. Nicht alle Männer sind gut. Nicht alle Männer. Und das hat auch gar nichts mit Koreanern an sich zu tun. Das ist überall so, auf der ganzen Welt. Leute sind alle unterschiedlich, ne? Genau, es gibt gute, es gibt schlechte. Und was wir sagen wollen, ist einfach, man muss immer realistisch bleiben und verstehen, dass das auch nur Menschen sind. Das sind nicht irgendwelche Götter, die aus dem K-Drama kommen und auf euch gewartet haben. Ich muss wirklich sagen, es ist schwer zu realisieren, wenn man wirklich nicht im Land war. Ich habe trotzdem diese kleinen Vorstellungen, dass die Koreaner so sind, wie die in koreanischer Drama sind. Trotzdem, das geht nicht weg. Also reiß ein bisschen, wenn wir keine Corona mehr haben. Genau. Und vergesst auch nicht, Koreaner gibt es ja nicht nur in Korea. Es gibt ja auch sehr viele Koreaner, die zum Beispiel in Deutschland leben oder in Amerika. Und da ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, eine Beziehung aufzubauen mit denen, weil die ja schon ein bisschen diese westliche Kultur auch angenommen haben. Ja, die Kultur kennen die schon, ja. Und die Eltern wahrscheinlich, für die wird das wahrscheinlich auch einfacher sein, eine Ausländerin zu akzeptieren. Ja, in dem Fall, ja. Weil man hört auch oft Geschichten, dass ausländische Mädchen dann halt mit einem Koreaner zusammengekommen sind und dann war das schwierig mit der Familie, mit diesen kulturellen Unterschieden, weil als Schwiegertochter hat man in einer koreanischen Familie den niedrigsten Rang. Ja. Also man ist halt gezwungen, immer diese ganzen Vorbereitungen für die Feste zu machen. Man muss immer zum Beispiel jeden Feiertag mit der Familie vom Mann verbringen. Man hat einfach wenig dazu sagen im Endeffekt. Ne? Ja, und wenn eine Europäerin kommt und das alles nicht tut, dann kannst du dich vorstellen, der Schock für die Eltern und der Schock auch für die europäische Frau, die das alles nicht kennt und muss das alles machen.
Hätte ich auch gesagt, warum muss ich das? Ja, ich habe zum Beispiel kurz eine Story dazu. Ja, ich kenne halt also eine Bekannte, die hat halt einen Koreaner geheiratet und die lebt auch in Korea. Und die ist dann zur Schwiegermutter gekommen, einfach nur um die zu besuchen. Die dachte, ja, wir gehen jetzt da Kaffee trinken, so wie man das hier bei uns halt macht. Und die kam rein und dann hat die Schwiegermutter gesagt, putz meinen Kühlschrank. Und die so, warum machen Sie das nicht selbst? Und die konnte noch nicht so gut Koreanisch und hat dann zu ihrem Mann gesagt, ja, warum will die, dass ich den Kühlschrank putze? Ich bin doch keine Putzfrau, warum soll ich das hier machen? Und ihr Mann, so toll wie der ist, hat Wort für Wort das übersetzt auf Koreanisch. Oh nee. Und die Mutter, Mama? an die Mama. Und die war natürlich schockiert, weil das einfach nicht geht, so was Respektloses zu sagen. Und dann gab es da einen riesigen Streit und im Endeffekt hat die dann doch diesen Kühlschrank geputzt. Also solche Storys gibt's. Natürlich gibt es auch Menschen, die schon viel, viel moderner sind und für die ist das alles ganz normal, auch eine Ausländerin in die Familie aufzunehmen. Und die akzeptieren das auch, dass man vielleicht nicht perfekt Koreanisch spricht und so. Also müsst ihr euch merken, wenn ihr einen koreanischen Boyfriend haben möchtet. Genau. Also es gibt verschiedene Dating-Apps, über die man das natürlich versuchen kann. Aber alle raten einem davon ab, weil da sind eben genau diese Menschen, die diesen Fetisch haben und die einfach nur, also manchmal habe ich das Gefühl, die haben so eine Weltkarte bei sich zu Hause hängen und dann so, oh, eine aus Brasilien hatte ich schon, aus Italien, jetzt brauche ich noch aus Deutschland. Also solche Leute gibt's, ihr seid im Endeffekt sowas wie eine Trophäe für die. Und ja, das ist natürlich nicht schön und ich denke, dass das auch keiner möchte von euch. Ich habe versucht, früher durch Facebook mich Freunden, ich hatte keine Vorstellung von Boyfriend damals wirklich so. Ich dachte, okay, wenn es klappt, das klappt. Ne? Ich habe einfach versucht, koreanische Freunde zu finden und damals war es super schwer in Facebook. Die hatten es super schwer akzeptiert, mit irgendjemand zu reden und so weiter. Aber dann ist dieser koreanische Trend vor kurzem, so 5, 6, vielleicht mehr Jahre gekommen. Und da jetzt gibt es sogar Apps dafür. Ja, und in Russland, wo wir ja ursprünglich herkommen, ist das ein riesiger Trend geworden, dieses Ganze. Ich will unbedingt einen Koreaner haben. Ja. Ich will unbedingt in Korea leben, komme was wolle. Und die sitzen wirklich alle den ganzen Tag in Dating-Apps. Deswegen auch sind diese bei YouTube die Kanäle so berühmt geworden mit Frauen, russische Frauen, die koreanische Männer haben. Ja. Also Trend geht wirklich, wirklich. Und das wollte ich auch ansprechen, diese ganzen YouTube-Kanäle mit International Couples. Leute, also ich verstehe das, dass man sich das anguckt, das ist ja auch alles süß und so, aber ihr müsst niemals vergessen, die Leute zeigen euch nur das, was die euch zeigen möchten. Ja. Keiner wird über seine Probleme da reden. Keiner wird zeigen, wie die sich streiten oder was die für Schwierigkeiten haben. Die zeigen vielleicht 3% von ihrem ganzen Leben. Wenn nicht weniger. Und da ist ja nicht mal garantiert, ob das echt ist. Es kann auch sein, dass die Schauspielern, wie die am Kuscheln sind den ganzen Tag und wie schön das alles ist. Es gibt ja viele diese Channels, die auch so Couple-Pranks machen. Und alle schreiben darunter, oh, so sweet und ihr seid so süß, das beste Couple ever. Und wie gesagt, die sind ja vielleicht auch super glücklich und happy miteinander. Das kann ja alles wirklich sein. Nur glaube ich auch, dass das eher Leute sind, die durch Zufall einen Koreaner kennengelernt haben. Es ist mehr so, denke ich, als Dating-Apps oder so. Ne? Es ist schon unwahrscheinlicher. Viele sagen das auch. Also ich gucke, glaube ich, auch 3 solcher Channels ab und zu. Und die erzählen auch, dass die sich entweder komplett im Ausland kennengelernt haben, im Studium, oder halt, dass der Mann dann zum Beispiel in deren Land studiert hat und die sich so kennengelernt meistens haben. Ist es auch so. Aber die meisten hatten nicht diese Vorstellung, ich will unbedingt nur einen Koreaner haben. Und wenn ihr solche Gedanken habt, Leute, dann müsst ihr wirklich euch ein bisschen hinterfragen, warum wollt ihr das? Warum genau? Was sind die Gründe dafür? Und dann müsst ihr herausfinden, okay, vielleicht ist das nur so eine Fantasie, die ich in meinem Kopf habe. Und das wirklich hinterfragen, weil... Die geht nicht weg, wie bei mir, diese Fantasie. Ich habe früher auch gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall einen Russen haben. Ja, haben wir beide gesagt. Hoppla. Sie ist verheiratet, ich bin verlobt mit einem Russen. Also, manchmal kommt das Leben ganz anders, als man das eigentlich wollte. Passt ein bisschen auf, mit wem ihr euch da anfreundet. Wir haben letztens eine sehr schockierende Story gehört. Da war ein koreanischer, sehr gut aussehender junger Mann, der auch auf eine Top-Universität gegangen ist. Also das war jetzt nicht irgendein Gangster oder so.
Der war wirklich gebildet, ist auf eine Top-Uni gegangen. Er hat sich als David ausgegeben, also das war nicht sein echter Name. Aber mehrmals andere Namen auch gegeben. Er hat auch manchmal andere Namen verwendet, genau. Und der ist regelmäßig nach Hongdae gegangen. Hongdae, ja. Hat sich so K-Pop-Style-mäßig angezogen. Wie die Mädels das mögen. Wie die Mädels das mögen. Und hat speziell, also wirklich spezifisch nur nach Ausländerinnen geguckt. Koreanerinnen hat er komplett ignoriert. Und hat sehr sympathisch und sehr nett ist er auf die zugegangen. Der konnte auch super perfektes Englisch und hat die angesprochen. Und dann, ja, komm, lass uns doch kennenlernen und Nummern austauschen und so. Und da gab es Fälle, dass der wirklich sehr handgreiflich auch geworden ist und teilweise auch die ja, berührt hat, angefasst hat und so. Also alle Sachen gemacht hat, die der jetzt mit einer Koreanerin zum Beispiel nicht gemacht hätte. Viele Koreaner haben halt diese Gedanken, dass alle Ausländerinnen so super open-minded sind und man darf alles machen, sofort mit denen, die anfassen und küssen und die gehen sofort in ein Motel mit dir. Okay, das ist schon zu weit weg. Also wir sind zwar viel opener, würde ich sagen, ja, aber nicht so weit, dass du mich zum Beispiel jederzeit anfassen darfst, ja, oder so, oder zum Motel gehen, tschüss, ne? Aber viele haben eben diese Vorstellung, ne? Und ja, die wollen das dann so ein bisschen ausnutzen. Die haben auch zu viele Filme angeschaut. Ja. Und vielleicht dabei vergessen, dass das meiste aus Amerika kommt. In Europa ist das nochmal alles ein bisschen anders. Ne? Wenn ich in der deutschen Sprachschule war, also ein Tipp für euch, wenn was, an der Universitäten schon zum Beispiel gibt es sehr viele Koreaner und es gibt sogar Gruppen, wo man mit denen einfach sich kennenlernen könnte. Ne? Und Sprachschulen, wenn ihr deutsche Sprache lernt zum Beispiel und ihr auch also Ausländer seid wie ich, dann könnt ihr da sehr viele Koreaner treffen. Ja. Fast die ganze Klasse bei mir, die Hälfte auf jeden Fall, war von aus Korea. Aus Korea, ja. Krass, ja, also ist auch ein sehr guter Tipp. Ansonsten kann ich empfehlen, lernt Koreanisch, ist einfach ein Muss, weil zwar können viele Koreaner mittlerweile auch wirklich sehr gut Englisch, also ich war auch sehr erstaunt, als ich in Korea war. Passt ein bisschen auf, also ich glaube, Frauen haben so ein bisschen diese Alarmglocken immer im Hinterkopf. Aber ich glaube, manche vergessen das aber auch, weil sehr oft gesagt wird, Korea ist so ein super sicheres Land, euch kann da nichts passieren. Ja, aber kannst du dich vorstellen, wenn ein Mann mit dir so super süß ist und so weiter, dann bist du auch ein bisschen, ne? Vergisst du das alles. Trotzdem, also vergesst das nicht. Ja. Und als Ausländer, ihr habt da halt nichts zu sagen. Also es gibt halt auch Fälle, wo zum Beispiel jemand... Darf man das Wort sagen auf YouTube? Ich denke nicht, aber es gab halt Übergriffe, sag ich mal, die intime Übergriffe an Frauen und die wollten sich dann beschweren, sind zur Polizei gegangen, aber es wurde immer den koreanischen Männern geglaubt, weil die halt Koreaner sind, die haben die Staatsbürgerschaft, denen wird mehr vertraut als irgendeine Ausländerin im Endeffekt. Das Gleiche, um jetzt nicht immer nur böse Männer hier zu sagen, das wollen wir auch gar nicht. Es gibt auch Frauen, die sowas machen, die extra in Diskotheken gehen, extra sich die ausländischen Männer raussuchen, dann mit denen in ein Motel gehen und dann sagen, der hat mich hier, ihr wisst, was ich meine, um dann Geld von dem zu bekommen. Ja. Also es gibt beide Seiten, ne? Muss man immer dazu sagen. Aber es gibt nicht nur negative Sachen. Ich kann auch sagen, ich war in einer Sprachschule mit Koreanern und die waren super nette Leute, die meisten. Und haben wir uns sehr gut befreut. Befreundet. Also es gibt auch sehr gute Menschen. Klappen kann es immer und es gibt ja auch sehr viele internationale Pärchen mittlerweile. Das sind so unsere Tipps. Also wir werden euch ich kann euch mal vorlesen, was es so für Dating-Apps gibt. Also es gibt einmal Korean Cupid, UB Love, Amanda, Sky People, Noon Date und Meef. Meef ist eigentlich keine Dating-App. Ich glaube, da geht es mehr, die werben damit, finde koreanische Freunde für Language Exchange. Ich hätte lieber das benutzt als die koreanische Dating-Apps. Aber es ist wirklich zu so einer Dating-App geworden. Also da sind speziell nur Leute. Alle haben so wie ich gedacht. Genau, und da kann man, glaube ich, auch das Umfeld einschalten, also seinen eigenen Standort und dann so ein Kilometerumfeld, wo man jemanden kennenlernen will. Ja. Also das ist da auch möglich. Ansonsten ist Tinder jetzt auch sehr beliebt in Korea. Aber ja, wir alle wissen, wobei es bei Tinder geht. Ne? Also es hat auch hier einen schlechten Ruf. Aber ansonsten sind das auch Menschen, so wie alle anderen auch.
mit denen man reden sollte über alles. Und glaubt auch nicht alles, was im Internet steht. Im Endeffekt ist jede Person anders. Und ja, das darf man einfach nicht vergessen. Ich hoffe, das Video war für ein paar Leute von euch hilfreich. An der Stelle würden wir das beenden. Wir haben schon viel zu viel geredet. Ja, wie immer. Ihr wisst, was ihr zu tun habt mit Likes und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns. Danke. Bye.